Bei der Suche nach dem passenden Land für den Plan B stecken die meisten nicht am Anfang fest, sie stecken in der Mitte fest. Also man hat vielleicht zu viele Länder im Radar, zu viele Meinungen gehört, zu viele widersprüchliche Informationen und gleichzeitig wächst vielleicht die Liste deiner Anforderungen. Du willst dich steuerlich verbessern, du willst dich krisensicher aufstellen, du willst dein Vermögen schützen oder vermehren, deine Familie integrieren, vielleicht noch die Eltern, die Großeltern, vielleicht auch einen zweiten Pass dir besorgen und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist wirklich nicht einfach. Und wer es trotzdem versucht, der landet meistens in der Analysis-Paralysis und tut am Ende gar nichts. Willst du endlich wissen, wie du aus Hunderten von Optionen in wenigen Schritten auf 2, 3 realistische Kandidaten kommst für dein Plan B? Also wie bringst du niedrige Steuern, Krisensicherheit, deine Familie, all das unter den Hut? Und warum besteht ein guter Plan B oft nie aus einem einzigen Land? Also wie kann man mehrere Länder zu einem passenden Plan B kombinieren? Wenn dich das interessiert, bleib dran. Bevor wir starten, noch eine kurze Info in eigener Sache. Wenn du generell das Gefühl hast, festzustecken oder bei der Gestaltung deines Plan B nicht so richtig vorankommst, dann besuch doch einen unserer Workshops oder begleite Sebastian und mich oder Harley mal auf eine Plan B-Reise. Jetzt bald wieder in Georgien, in Sansibar, in Serbien, Zürich, Großbritannien, den USA, den Philippinen, in Lateinamerika bald auch. Also das sind ja keine Touristentouren oder langweilige PowerPoint-Vorträge. Oft setzen wir bei diesen Plan B-Reisen oder Workshops ja konkrete Schritte. Also du eröffnest ein Konto, du beantragst einen Aufenthaltstitel, du gründest eine Firma. Also du kommst nie als Tourist zurück, sondern mit einem echten Ergebnis in der Hand. Neu dazu kommt übrigens unsere Plan B Masterclass. Start ist am 1. Juli und dort gibt's alle 14 Tage spezielle Videolektionen zu jedem einzelnen Filterkriterium oder Säule für deinen Plan B. Zweitpässe, Golden Visa, Bankkonten im Ausland, alles, was dein Plan B braucht, sowie eine monatliche Live-Session mit mir oder anderen Experten, Zugang zur Community und ein Präsenztreffen, übrigens geplant in Prag. Wer sich jetzt vorregistriert, der bekommt 50% Discount und sofort Zugang zu meiner neuen Plan B Datenbank. Link dazu in der Videobeschreibung. Zurück zum Thema. Also bevor wir jetzt die 14 Merkmale mal durchgehen oder die 14 Säulen, Filterkriterien, eine wichtige Klarstellung noch. Die Kriterien, mit denen du deinen idealen Plan B-Ort findest, die basieren auf den 5 W-Fragen. Die habe ich ja schon in meinem anderen Video gezeigt. Erinnerst du dich noch? Also warum will ich einen Plan B? Wann will ich meinen Plan B umsetzen? Wen will ich alles integrieren? Wohin will ich oder wohin auf gar keinen Fall? Und wie viel bin ich bereit für meinen Plan B zu investieren? Das ist so das Fundament. Damit filtert man auch schon mal eine ganze Menge raus. Aber jetzt gehen wir mal ins Detail und sehen, wie man das passende Land für sich findet. Also mit welchen Kriterien man vor allem Länder rausschmeißt aus seiner Überlegung. Und die wichtigste Grundlage dafür, du brauchst eben nicht ein einzelnes Land, das alles perfekt erfüllt. Das ist ein Denkfehler, denn das treibt auch viel in die Lähmung. Es gibt kein einziges Land, was alle deine Anforderungen eigentlich ideal erfüllt. Wer auf das perfekte Land wartet, der wartet ewig. Und ansonsten, wenn du bereit bist zu kombinieren, hast du vielleicht deinen Plan B morgen schon. Also der Platz oder das Land für dein Bankkonto muss nicht das ideale Land für deinen Firmenstandort sein. Das Land für deinen Firmenstandort muss nicht das ideale Wohnortland sein. Ich habe einen Klienten zum Beispiel, der hat es so umgesetzt. Also er lebt in Georgien, 1% Steuer auf sein lokales Einkommen, Welteinkommen steuerfrei, ist in der Nähe der Europäischen Union, aber nicht in der EU, hat relativ niedrige Lebenskosten. Seine Firma hat er in den USA, weil da hat er Stripe, da hat er keinen Papierkram, ideal für Online-Business. Aber große Bankkontenbeträge beispielsweise, da geht er nach Singapur. Und für das andere Geld hat er sich Georgien und andere USA-Konten besorgt. Georgien bietet ja 10% auf Zinsen auf normale Bankeinlagen. Nicht schlecht. Aber sein psychologisches Refugium, sein Plan B-Ort, das war mal Paraguay, das hat er jetzt nach Sansibar
verlegt. Sansibar, Afrika, also weit weg von jedem Konfliktherd. In Sansibar gute Wasserversorgung, gesunde Lebensmittel im Überfluss, Strom, naja, nicht so gut, aber er hat dann Solarzellen oder Balkonkraftwerk oder sowas sich hingelegt. Dann hat er noch einen Zweitpass sich besorgt. Ursprünglich wollte er mal Vanuatu. Zusätzlich zu Vanuatu hat er jetzt noch Sierra Leone genommen, weil er ja mit Sierra Leone gleichzeitig 15 Golden Visa noch mit im Paket hat. Also er kann mit dem Sierra Leone Pass ja in 15 Ländern auch so lange leben, wie er will. Interessant ist, er hat also jetzt mehrere Länder zu seinem Plan B kombiniert und jedes dieser einzelnen Länder, also ist es Georgien, ist es jetzt die USA für den Firmenstandort, ist es Sierra Leone für den Zweitpass, ist es Singapur für seinen größeren Geldbetrag, den er auf Bankkonten deponieren will. Also jedes dieser Länder erfüllt eben seinen Job perfekt. Und nebenbei ist er noch ein bisschen krisensicher aufgestellt, weil er ja eben in mehreren Ländern, solange wie er will, leben kann. Also er kann, solange wie er möchte, in Georgien wohnen. Wäre jetzt nahe an der Europäischen Union, aber nicht Europäische Union. Ja, jetzt werden vielleicht viele gleich in die Kommentare schreiben, Georgien plant ja in die EU einzutreten. Naja, wir haben das mal nachrechnen lassen mit Experten. Falls Georgien wirklich mal EU-Mitglied wäre, nach aktueller Lesart würde das mehr als 20, also 20, 23, 24 Jahre dauern, wenn heute ideale Voraussetzungen für ein EU-Beitritt wären. Aber wie auch immer, es ist krisensicher abgefedert, weil er kann in Georgien leben, solange er will. Er kann in Sansibar jetzt, also Tansania, leben, solange er will. Das war ja gerade in der letzten Pandemiezeit ein sehr, sehr freizügiges, großzügiges Land. Aber mit dem Sierra Leone-Pass hat er eben noch 15 andere Optionen, unter anderem die Kap-Verde-Inseln oder ein sehr stabiles Land, Gambia beispielsweise, wie auch immer. Diese Kombination muss nicht automatisch für dich eine ideale Kombination sein. Die Frage ist, wie kannst du jetzt für dich und deine Familie mit 14 Filterkriterien, die wie so eine Filterkaskade funktionieren, eigentlich für dich die Kombination. Vielleicht das eine Land, aber vielleicht die Kombination aus 1, 2, 3, 4 Ländern finden. Interessant ist, jedes dieser 14 Merkmale eliminiert eben Länder. Also du setzt eins der 14 Merkmale an und schmeißt damit schon eine große Menge unpassender Länder raus. Und am Ende bleibt eben nur eine Handvoll von möglicherweise passenden Ländern dabei. Wenn du ehrlich antwortest übrigens, das ist ganz, ganz wichtig. Also bei mir zum Beispiel, ich habe das gemacht, bei mir bleiben 4, 5 Länder am Ende übrig. Schauen wir uns jetzt mal diese 14 Filterkriterien an. Block 1 ist Finanzen, Recht, Lifestyle und Alltag. Also ich gliedere sie gerne in diese 4 Blöcke. Und wir beginnen jetzt mal mit Block A, Finanzen und Recht. Merkmal 1, das ist für viele das Steuersystem. Also die entscheidende Frage ist übrigens nicht, welches Land hat die niedrigsten Steuern, sondern du musst eigentlich dich fragen, welche Art von Einkommen habe ich? Und dieses Einkommen, von dem ich leben will, wie wird das in den einzelnen Ländern behandelt? Ein Kryptotrader beispielsweise, der braucht ein Land, das Kryptogewinne nicht besteuert. Ein Rentner, Pensionär, der braucht ein Land, wo er vielleicht sein Renteneinkommen nicht besteuert oder ein gutes Doppelbesteuerungsabkommen klar regelt, wo seine Rente besteuert wird. Wer Zinseinkünfte hat oder Dividenden aus dem Ausland bezieht oder wer an ausländischen Firmen beteiligt ist, für den gelten wieder andere Regeln. Und das ist natürlich wichtig. Dann gibt es übrigens noch eine Falle, die einige nicht beachten oder die wenigsten auf dem Schirm haben. Also du arbeitest jetzt im Homeoffice für deine Auslandsfirma und machst damit möglicherweise das Gastland steuerlich auf dein Unternehmen aufmerksam. In manchen Ländern reicht es eben, wenn du im Homeoffice arbeitest, um eine Betriebsstätte zu begründen. Und plötzlich ist deine Auslandsfirma steuerpflichtig, obwohl du dachtest, du bist da clever aufgestellt. Also auch das ist sehr, sehr wichtig, das zu beachten. Und diese Filter, die streichen für viele schon mal die Hälfte der Kandidaten aus der Liste. Merkmal 2 wäre jetzt Aufenthaltstitel oder, wenn es für dich interessant ist, Weg zu einer zweiten Staatsbürgerschaft. Also gibt es permanente Aufenthaltstitel in meinem Traumland, Golden Visas. Tansania bietet ja beispielsweise das permanente Visa ab 100.000 US-Dollar Investment
Mexiko verlangt nur einen Vermögensnachweis. Auf den Philippinen bleibst du bis 36 Monate ganz ohne permanentes Visum. Das ist schon ein echter Unterschied, oder? Kannst du die Anforderungen überhaupt erfüllen in deinem Traumland? Kannst du die ganze Familie mitnehmen? Was passiert, wenn deine Kinder über 18 sind? Erfüllen die dann plötzlich nicht mehr die Anforderungen und müssen nach Hause? Oder müssen zwangsweise ein Studentenvisum beantragen? Und auch wenn heute deine Kinder vielleicht nur 5 oder 6 Jahre alt sind, aber die Zeit vergeht schnell, sie sind 18, was passiert eben dann? Du kannst gerne mir eine E-Mail übrigens schreiben, wenn du mal meine Wissensdatenbank testen willst, wo man relativ schnell mit diesen 14 Kriterien sein Land finden kann. Ist noch im Testmodus, deswegen gebe ich dir das momentan auch noch gern kostenfrei. Künftig ist das ja Teil unserer Plan B Masterclass. Aber wenn du mir ein ehrliches Feedback gibst, darfst du sie jetzt schon mal gerne testen. Dann das nächste Merkmal ist, falls du deinen Plan B oder dein Visum durch einen Immobilienkauf in einem anderen Land realisieren willst, so dein Daueraufenthalt oder vielleicht auch den Weg zur Staatsbürgerschaft, wie ist in dem Land eigentlich die Bauqualität? Und nicht nur das, sondern auch die politische Stabilität und das professionelle Management. Also wenn du in einem anderen Land dich für ein Visa durch Immobilieninvest entscheidest, ist politische Stabilität und Bauqualität und die Verwaltung der Immobilie eben sehr, sehr interessant. Und vielleicht fliegt es dann doch raus, wenn du dich damit beschäftigst. Also Dubai bietet ja zum Beispiel auch Tansania, also Sansibar, ein relativ gutes Immobilienmanagement an. Merkmal 4 ist Vermögensschutz. Also die Frage ist, wenn ich jetzt viel Vermögen in das Land plane mitzubringen, wie ist mein Eigentum dort durch lokale Gesetze geschützt? Verfügt das Land über ein stabiles Bankensystem? Da gibt's Länder, in denen du Konten eröffnen kannst, Edelmetalle vielleicht lagerst oder Depots halten willst. Manche Länder sind da nicht geeignet, relativ viel in das Land mitzubringen. Kommen wir zum nächsten Merkmal. Merkmal Nummer 5, was du dir anschauen musst, das sind die Lebenskosten in dem Land oder den Ländern. In Südostasien lebst du komfortabel für 3.000 Euro im Monat oder teilweise auch viel weniger. In der Schweiz bist du aber damit nur die unterste Mittelschicht. Aber es geht nicht nur um die Miete, es geht auch um ein Auto, falls du das brauchst, Schulgebühren für die Kinder und lokale Inflation addiert sich eben schnell. Merkmal 6 ist die Lebensqualität. Also welches Klima brauchst du, gesunde Lebensmittel, wie wichtig sind die? Dann die Sprache entscheidet über deine Integration, nicht nur auf dem Papier. Oder wenn du 300 Tage Sonne brauchst, englischsprachige Umgebung brauchst, wie gesagt, auf frische, gesunde Lebensmittel angewiesen bist, da filterst du relativ schnell viele Länder aus der Liste aus. Merkmal 7 ist die Erreichbarkeit. Wenn du geschäftlich viel reisen musst oder Wert drauf legst, dass Familie und Freunde dich dort besuchen kommen, dann muss das Land eben verkehrstechnisch gut angebunden sein. Serbien, Georgien, 2, 3 Stunden aus Deutschland mit dem Flugzeug, Serbien sogar mit dem Auto erreichbar. Thailand oder Argentinien, für manche auch ein Traumland, das ist kein normaler Umzug mehr, das ist ein anderes Lebenskonzept. Merkmal 8, Remote Work, Infrastruktur, für alle, die ortsunabhängig arbeiten oder treten. Glasfaseranschluss fürs Internet, stabile Stromversorgung sind dort nicht ein nice to have, das ist existenziell. Und ein Stromausfall während eines offenen Drehts zum Beispiel ist kein Ärgernis, das ist ein direkter finanzieller Schaden. Tiflis beispielsweise ist ein exzellenter Hub mit zuverlässigem Internet oder auch einer starken Nomaden-Community. Sansibar funktioniert, aber nur mit Starlink und dem eigenen Strombackup. Also du musst da genau ins Detail schauen. Merkmal 9 ist die Zeitzone. Eine stark abweichende Zeitzone zu deinem Kunden oder Partnern kostet Lebensqualität, Freiheit oder Einnahmen. Also für europäische Geschäftsbeziehungen eignen sich afrikanische Länder, weil fast die gleiche Zeitzone, auch Serbien oder Georgien, hervorragend. Lateinamerika ist ideal, wenn dein Fokus auf Kunden in den USA liegt. Aber wer in Asien sitzt und deutsche Kunden hat, der arbeitet abends oder nachts, frühmorgens, wenn der Rest der Familie schläft und du bist der mit den roten Augen in der Zoom-Konferenz. Also wenn diese 9 Merkmale jetzt passen, dann hast du schon mal einen soliden Rahmen. Manche stellen übrigens hier schon fest, dass überhaupt kein Land mehr in der Auswahl ist und müssen zurück auf Los sozusagen oder Abstriche machen. Abschnitt 3
Das ist jetzt Block C und D. Langfristigkeit, Krisen und Geopolitik. Also kommen wir mal dazu. Das sind übrigens Fragen, die viele vergessen, wenn sie nach dem idealen Land suchen. Merkmal 10, Ruhestand und Alterseignung, das darfst du nicht vergessen, weil die Frage ist, willst du noch in dem Land leben, wenn du 70 bist? Sind die Straßen barrierefrei? Was ist, wenn du nicht mehr gut gehen kannst? Wird ein älterer Mensch respektvoll behandelt? Gibt es vielleicht Visa-Erleichterung für Rentner? Oder noch konkreter, wenn du jung bist, kannst du vielleicht deine alternden Eltern dort mitbringen oder musst du zurück nach Deutschland ziehen, wenn deine Eltern Pflege brauchen. Panama zum Beispiel hat ein Pensionadervisum. Als Senior kommst du sogar günstigere Preise auf Medikamente, Kino und so weiter und so fort. Das ist praktische Lebensqualität für ältere Menschen, nicht nur auf dem Papier. Merkmal 11, Gesundheitsversorgung. Was passiert im Ernstfall? Thailand, Malaysia haben beispielsweise Weltklasse Privatkliniken, eine gleiche oder bessere Qualität als in Deutschland für einen Bruchteil der Kosten. Die USA, extrem teuer. In Teilen Afrikas ist die Versorgung lückenhaft bis gruselig, könnte man sagen. Und dazu kommt noch, vielleicht ist jemand auf bestimmte Medikamente angewiesen. Bekommst du sie dort dauerhaft und welche Versicherungskosten kommen auf dich zu? Für manche ein echter Schock, wenn sie dann in ihrem Traumland angekommen sind. Übrigens, Fumbatau, viele wissen das, in Sansibar, einer meiner 3 Plan-B-Orte. Da sind ja mittlerweile 4 Ärzte, 5 jetzt sogar aus unserem Perspektive Ausland Community-Umfeld, also ein Urologe, eine Frauenärztin, 4 Allgemeinärzte und es gibt ja auch schon 2 Zahnärzte vor Ort. Merkmal 12 ist die Krisensicherheit. Ein idealer Plan B-Ort ist sicher vor Naturkatastrophen und weit weg von Konfliktherden und hat auch kein Interesse daran, in Kriege sich hineinziehen zu lassen. Militärbasen in der Nähe sind auch ein unterschätztes Risiko. In Zypern sieht man die Raketen aus dem Iran in Tel Aviv einschlagen. Das ist für manche schon ein No-Go. In Ländern mit extremer Armut kann es in Krisenzeiten zu Übergriffen auf sichtbar wohlhabende Ausländer kommen. Und soziale Unruhen, die sind ja vorprogrammiert vielleicht für die nächste Zeit. Da ist immer die Frage, wenn ich in so einem Land lebe, in das ich jetzt also umziehe, mein Plan B-Land, und es kommen Krisen, die Energie wird teuer, Wasser wird teuer oder knapp, Lebensmittel werden knapp. Also kommen dann vielleicht die Einheimischen in dem Land mit einem Baseballschläger in mein Haus, weil sie sich das aus meinem Kühlschrank rausholen wollen, was ich danach habe, oder klauen sich meine Solaranlage. Das muss man sich überlegen, ne? Oder ist es umgekehrt? Es gibt Länder, in denen man sich heute schon sehr, sehr gut selbst versorgen kann. Also viele in Paraguay haben das schon relativ gut durchexerziert, auch in Sansibar übrigens. Fumatown sitzt ja beispielsweise auf einer riesigen Wasserlinse und hat gesundes Obst im Überfluss. Also du läufst da irgendwo, hältst an mit deinem Auto, läufst da 3 Meter im Wald, schüttelst an einem Baum, es fällt irgendwas zu essen runter. Nur das Stromnetz ist eine Katastrophe. Du brauchst dort also eine eigene Absicherung. Merkmal 13, Kryptofreundlichkeit und CBDC-Resistenz nenne ich das mal. Das entscheidet ja über deine finanzielle Freiheit in der Krise im digitalen Zeitalter. Also wie schnell pusht die Zentralbank in dem Land oder dein Plan B-Ländern eine digitale Währung, die ja zur Überwachung oder Steuerung der Bürger, also auch dir, genutzt werden könnte. El Salvador beispielsweise hat Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel. In Georgien stehen Bitcoin und andere, zum Beispiel ETA-Automaten an Straßenecken und du kannst ohne Probleme größere Beträge auf dein lokales, echtes Bankkonto und ohne dumme Fragen auscachen. Merkmal 14, die geopolitische Ausrichtung. BRICS versus NATO, könnte man sagen. Also die Emirate, Brasilien, Südafrika, Tansania, das sind alles Länder, die sind BRICS-orientiert. Das bedeutet nicht, dass es automatisch besser ist, aber es bedeutet, unabhängig vom westlichen System und eben diversifiziert zu sein. Wenn westliche Sanktionen kommen oder globale Abkopplungen passieren, dann hast du einen Platz, der nicht daran hängt. Für manche ist das eine bewusste strategische Entscheidung. Also vielleicht 2 Länder kombinieren, eins im westlichen, eins im BRICS-System. Ja, machen wir mal so ein praktisches Beispiel. Wenn jetzt deine Prioritäten Zeitzone sind, EU-Nähe, also nicht weit weg, Internet muss gut sein, niedrige Steuern, eine Visasicherheit, also es kann ja nie einfach gekündigt werden. Und du filterst das, dann kommst du zum Beispiel, oh, der Schock ist groß auf Georgien. Nah genug, super Internet, kaum Steuern,
stabiles, sicheres Visum. Thailand beispielsweise würde, wenn die Zeitzone für dich wichtig ist, daran scheitern. Visasicherheit auch nicht so besonders. So, kommen wir jetzt nochmal zur Anwendung. Also wie nutzt du diese 14 Merkmale ganz konkret? Der Prozess ist einfach, aber braucht Ehrlichkeit oder Abstriche oder Anpassung. Also schreib die 14 Merkmale auf, nutze mein Worksheet, das kannst du gerne anfragen. Das ist ja in der Masterclass dabei. Aber wenn du mir eine E-Mail schreibst und schreibst einfach Masterclass oder Plan B in den Betreff, dann schicke ich dir es zu. Für jedes Merkmal fragst du dich selbst, wie wichtig ist dieses einzelne der 14 Merkmale in meiner Situation? Was ist essentiell? Was ist nice to have? Und dann, welche Länder erfüllen deine absoluten Essentials? Das ist der erste Filter. 90% der möglichen Plan B-Länder fallen dann eben schon sofort weg. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie nicht zu deiner konkreten Situation passen. Und das Ergebnis? 2, 3 Länder bleiben übrig. Und genau das ist der Punkt. Also du hörst auf, nach dem einen perfekten Land zu suchen, das alles erfüllt, weil es das nicht gibt. Stattdessen siehst du eben plötzlich, welche Kombinationen aus 2, 3, 4 Orten für dich funktionieren. Und aus einem vagen Traum wird eine umsetzbare Strategie, bei der wir dir gerne helfen. Aber, und das ist der entscheidende Trick, vergiss es eben, das eine Land zu suchen, das alles perfekt erfüllt. Kombiniere strategisch. Wohn in Georgien, weil Zeitzone und Internet passen. Banking in den Emiraten oder Singapur, weil Reputation, Stabilität wichtig ist. Krisensicherheit in Tansania, weil Selbstversorgung oder geografische Entfernung zu Kriegs- oder Konfliktgebieten wichtig ist und stimmen. Das ist nicht kompliziert, aber eben strategisch intelligent. Und die Filterung ist eben deine Vorbereitung auch auf einen Consulting-Call, also ein Beratungsgespräch mit mir oder ein Besuch bei einem unserer Workshops. Wenn du dann schon vorher weißt, was dir am wichtigsten ist, sparen wir beide Zeit. Ein gutes Consulting- und Beratungsgespräch, also wenn du dich vorher schon mit den 14 Merkmalen beschäftigt hast, dann beginnen wir im Beratungsgespräch ja nicht damit, wo kann ich überhaupt hingehen, sondern wie kombiniere ich diese Orte optimal? In welcher Reihenfolge beginne ich diese ganze Sache? Und wenn du richtig tief einsteigen willst ins Thema und dich langfristig damit beschäftigen willst, weil du vielleicht auch nicht sofort los willst, weil du vielleicht Schritt für Schritt so deinen Plan umsetzen willst, finde ich übrigens auch eine sehr gute Strategie, dann ist vielleicht die Masterclass was Gutes für dich. Masterclass alle 14 Tage eine Lektion, einmal im Monat eine Live-Session mit mehreren Teilnehmern und so lernst du nach und nach, wie du deinen Plan B umsetzt und beginnst aber vielleicht schon relativ schnell mit einem ersten Schritt, zum Beispiel eben einem Daueraufenthalt in einem Land, ob das Paraguay ist, ob das die Philippinen sind, ob das Sansibar, die Tansania ist oder Georgien oder Serbien. Vielleicht auch ein Weg zum Zweitpass. Also ein Zweitpassweg, relativ einfach, könnte Serbien sein. Also man beginnt mit dem Daueraufenthalt in Serbien und in Serbien hast du so eine 50-50 Chance in 3 oder 4 Jahren dann, also am Ende von 3 Jahren, vielleicht ohne große Nachfragen dann auch den Pass beantragen zu können. Man müsste keine 100.000 € zum Beispiel locker machen. Also es gibt so verschiedene kleine Schritte, der Wert der kleinen Schritte sage ich ja immer, mit denen du anfangen kannst, deinen Plan B umzusetzen. Wie gesagt, dein nächster Schritt, der kann recherchieren sein, aber kann auch ein Beratungsgespräch sein oder ein Besuch bei einem unserer Workshops. Das ist immer eine schöne Sache, mal so im Rahmen von Gleichgesinnten auch mal zu hören, was andere so machen, andere für Fragen haben. Wie gesagt, die nächsten Workshops sind in Georgien, in Serbien, in Sansibar sind wir zweimal noch dieses Jahr. Da haben wir besonders viel Zeit, ja auch noch am Rande der Veranstaltung miteinander zu sprechen. Dann haben wir Zürich, eine ganze Woche Workshop, vielleicht passt das. Und Harley ist ja in Lateinamerika, wenn das deine Traumregion ist. Sebastian wieder in den USA. Ich werde übrigens auch nochmal in Sierra Leone vorbeischauen dieses Jahr. Da gibt es so eine VIP-Reise. Man muss ja, um den Sierra Leone-Pass zu haben, nicht nach Sierra Leone reisen, auch kein Gold kaufen, was viele so falsch verstanden haben, so aus früheren Pressemitteilungen. Aber wir schauen uns das mal an, weil, wie gesagt, die
ECOWAS-Region sehr, sehr interessant ist und viele unserer Mandanten mittlerweile auch den Pass sich zugelegt haben, um den Pass dann mehrere Golden Visas zu kombinieren. Also du hast ja einen Pass mit 15 Golden Visas schon dabei und dann kannst du noch Thailand, Philippinen, Tansania, Georgien, Serbien, was auch immer du möchtest oder andere Länder eben in diesen Pass kombinieren und hast dann so eine richtige Festung und Privatsphäre und so weiter und so fort. Also wenn dich das alles interessiert, dann ich freue mich, dich kennenzulernen. Auf dem Workshop, in Beratung, im Beratungsgespräch, in der Masterclass, wo oder wofür auch immer du dich entscheidest. Auf alle Fälle, geh heute den ersten Schritt, mach irgendwas, ja, bleib fröhlich, bleib mutig und bleib legal. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.